Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will nur mal kurz hier was checken. So, ob wir Ton haben. Na. Twitch, wir sind live kommen. Ja, okay. Alles klar. Dann Ton ist da. Vom Stream, alles klar. Super Bärchen. Okay. Super. Genau, noch 3 Minuten. Ich weiß nicht, wir sind jetzt hier auf dem E3-Kanal gelandet. Anscheinend gibt es da keinen eigenen Stream von Capcom oder sowas. Das ist ja, genau, das geht schon los. Oder beziehungsweise wird es angekündigt. Wir hören mal zu, was sie zu labern haben hier, die Moderatoren. Dual blades. That's where you get it. You get in there. No, dual blades. Just like that. Dual blades for speed, 100%. But nothing feels so satisfying though when you get that hit with the hammer and it's so heavy and it's just whoa. Hallo. Ich stehe mit denen hier. Hallo. Das sind sie. Ich stehe mit Leuten auf der Bühne. Ich hätte mich wegkien, ich hätte mich ganz körperkien sollen, ne? Könnte ich mich da jetzt so einfügen, wie ich da dabei stehen würde, so mit den Händen in der Hosentasche und so nicken, ja? Könnte ich so nicken dazu hier mitmachen. Okay, I'm sorry. I'll let the internet in your YouTube comments correct you on that. Oh no! Oh, that was a great one. Thank you so much for that, Monster Hunter AMA, of course. And remember, ladies and da wurde jetzt schon ein bisschen was Pre-Show-mäßig schon gezeigt, Monster Hunter-mäßig, okay. 2021, you can get your comments on the little ticker that goes by. And of course, we're running polls throughout this. We've been running polls all day long about the old Capcom, because of course we are coming up pretty dang quick on the Capcom presentation. As a rundown again of what we know officially for Capcom. Of course, to be hosted by our friend Seltzer. Then we know we're gonna get stuff on the Great Ace Attorney Chronicles. We're gonna get stuff on Monster Hunter Rise. We're gonna get stuff on Monster Hunter Stories 2. We're gonna get Resident Evil Village. That is what they have officially said. Of course, I still hold out hope for more on Resident Evil 4 VR. I hope more on that Resident Evil multiplayer game. Yeah. And then if you really want to start dreaming, I know earlier. Ja, ist die Frage, ne, was da alles gezeigt wird bei Capcom. Jetzt Resident Evil wird natürlich aber Teil 8 im Fokus stehen. Werden wir sehen. Fantastic to have it, but let's focus on what we already know. I'm looking forward to seeing what Resident Evil Village content they're planning to bring to the table. Game's been a massive hit. I'm expecting them to come out, talk about that, and also maybe give us some new stuff. Yeah. Jackie, what do you want? Okay, so I am not super into puzzle mystery games, just being completely honest. But I mean, Ace Attorney just totally plays to me. Obviously, I'm a big weeb. I absolutely adore anime. So just seeing the protagonist being like, objection, like I'm just like, I am absolutely 100% here for it. Das klingt aber auch sehr gewagt, ne? Wo ich nur so erwähnt habe. I mean, that alone, I'm just like, I'm exactly. I was like, sieht aus wie Tape irgendwie, so zusammengetaped. so smart, right? Yeah, you'll be getting it, of course, Ace Attorney, the Chronicles here, the Great Ace Attorney Chronicles, 2 games that were released in Japan, finally coming here on July 27th. And it's about time, ladies and gentlemen. This is what you've been waiting for, all right? The Capcom. Na bitte, jetzt geht's los. Ich will noch ein paar Highlights sehen, come on. 3, 2, 1, go. Go do Capcom. Jetzt geht los. Everyone, okay. Geiles Logo. Sowas von Konami wäre mal wieder nice, ne? Welcome to the Capcom E3 Showcase. I'm your host, Rachel Querico, aka Capcom does what Konami not do. Through the latest releases, news, and updates from Capcom. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter, and get the latest on Ace Attorney. Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. Kein Spoiler. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. It brought the world another chapter in this decades-long story as the franchise celebrates its 25th anniversary this year. I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda,
producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Kein Spoiler. Spoiler. Blood and Gore. There's nothing to fear. Was ist denn da los? Da runkelt's oder was? Kein Spoiler. Ist irgendeinen Asiaten angekündigt als ein Producer, dann will ich jetzt nicht gucken. Ich warte, bis ich einen Asiaten sprechen höre. Hat so viele Games, kann ich nicht gespoilert werden. Ach, okay, Logo. Logo geht gut. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kano, English. producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil Reverse, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. Alter, was ist denn das Cell-Shading-Look? Wusste ich auch noch nicht. Ist ein bisschen Cell-geshadet, oder? Across all supported platforms. Huh. Head into the fray to celebrate the Resident Evil 25th anniversary. By popular demand, development has just started on additional DLC for Resident Evil Village. More info later. Okay. Thank you, Kanda-san, for that wonderful update. Next up, some long-awaited news from the world of Monster Hunter. Oh Gott. Whether it's adventuring alongside monsters or battling them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Ich hab's ja gesagt. Monster Hunter und so. Ich werde nicht warm. Ich wurde nicht warm mit Monster Hunter. Werd's vermutlich auch nicht. Switch, natürlich. Traurig. This was his fate. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Then, of course, that's when I met you. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. Mai. The legendary monster, Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings can bring about. Jetzt wissen was für die Michaela hier. Mit der Story da. There's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. Das sieht immer viel mehr wie nach einem JRPG aus mittlerweile. Oder das hier zumindest im Speziellen. Als jetzt die anderen Monster Hunter Spiele. Hä, das ist ja auch rundenbasiert, oder? So wie es aussieht. Oder ist zumindest nicht so ein Kampf. Alles gut, okay. Ich glaube, es gab aber schon welche, ne? Es gab schon solche Rollenspiel Monster Hunter. What's this whole idea of forming kinship with monsters? How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. What kind of power does Ratha really have? Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs to know that you will protect him no matter what. I can sense the flames of his life force weakening. The burden of such great power is too much for his body to bear. A voice. Can you hear it?
riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship. They're friends. They're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. That makes them strong. My friends here taught me that. I believe in the strength of humanity. Das ist auf jeden Fall kein typisches Monster Hunter, also so wie man es kennt von früher. Oder wie World halt auf jeden Fall. Das ist richtig JRPG Story-driven. Ja, Stories, okay. Sagt so schon auch. Wings of Ruin, okay. Teil 2 auch schon. Okay, okay. Das ist ein bisschen wie Smash Bros. Kommt mir das vor. Das war ja Safe Data Full, okay. Alles klar. Natürlich jede Menge Bonus-Scheiß. Deluxe Edition darf nicht fehlen. Das ist bei Capcom ja auch Standard mittlerweile. Amiibos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aha. Aha, Story Rise. Okay, you can receive this by linking up. Oh, geht viel zu schnell, leider. 9. Juli. Okay. Da freuen sich bestimmt einige. Mir ist ein bisschen egal. Aber sonst. Joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new Monsties in the first free title update coming soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year. And we have even more content coming, including a new collaboration on the Rise. Let's find out more. Ich finde es immer diese Schnitte, das ist sehr modern, aber ich finde es nicht cool, wenn die nicht in die Kamera schauen. Ne? Ich bin da halt ein Freund alter Schule, aber es ist irgendwie nicht cool. Coming June, wow, okay. Das haben wir doch gerade schon gesehen. Warum muss man das denn jetzt doppeln? Capcom Collab 1. Okay, beide Spiele, ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch was für die Michaela auf jeden Fall. Mit mehr Story und sowas ist, glaube ich, schon ein bisschen packender für sie. Oh, Claudia, das Ei. Ja, okay. Das sind ja realistisch, das sind zwei Grafikstile hier. Stories und Rise halt. Habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist für mich das gleiche wie eben. Monster Hunter Rise Version 3.1. Okay, ist halt jetzt... Gott, da blickt doch kein Mensch durch. Das ist ja ähnlich wie mit Kingdom Hearts, hey. Kingdom Hearts 2.5 HD und all so ein Kram. Aber dadurch verdient halt Capcom auch sein Geld, ne? Durch diese kleinen downloadbaren Content, ne? Ach, Leute. Oh Gott. 3.1 Version, hä? Ist das jetzt echt so, dass die Spiele einfach nur noch geupdatet werden, hä? There has never been a better time to be a Monster Hunter fan. With all the new updates to Monster Hunter Rise and the launch of Monster Hunter Stories 2 this summer. Ist es so? We can't wait to hear about your own stories of adventure. Well, that's not the only thing Capcom has in store for us this July. Fans of Phoenix Wright will have Jetzt hat Ace Attorney, oder? Noch nie Kontakt gehabt, wahrgenommen, Anwalt, Gedöns, mehr weiß ich nicht. Oder ist kann nicht, doch, ist Anwalt, Gedöns. Was ist denn jetzt Phoenix Wright? Phoenix Wright und Ace Attorney, ist das gleiche? The Great Ace Attorney Chronicles. Aber Phoenix Wright ist nochmal was anderes, oder wie? Ah, doch, die. Prequel, okay. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Nischending, oder?
Welcome to the center of the world. Great Britain's mighty capital, London. This country is incredible. I will become a lawyer. I have to. So then, let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder. Ist ja Sherlock hier. Sherlock Holmes. Ach. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction, Mr. Naruhodo. Well, what have we here? Die Sex ist jetzt auch nicht meins, ne? Is now tantalizingly close. The defense demands its right to a cross-examination. Hoffentlich hat Capcom noch irgendwas in der Tasche. Irgendwas Neues, irgendwas mal Innovatives. Capcom hat früher auch wunderschöne Spiele gemacht. Zum Beispiel Dark Void ist sowas, das was auch nur, hat nie Nachfolger erfahren, aber es war ein schönes Spiel und immer noch gut. So viele kleinere Spiele auch irgendwie so, ne, die man so Action-Adventure, Slasher irgendwie, zu PS3 ist halt sowas, ne? Das würde ich mir mal wieder wünschen oder irgendwie, keine Ahnung. Nur mal was Neues. Capcom ist halt viel mit Resident Evil beschäftigt gewesen in letzter Zeit, in den Remakes und so weiter. Also ein neues Breath of Fire wäre doch mal nice auch, ne? So we have 10 new cases and 8 mini escapades where you can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Oh. Let's take a closer first look at 2 gameplay features new to the franchise. Great Ace Attorney Chronicles. Dance of Deduction and Summation Examination. Wie excited sie ist, ne? Heieiei. Also das ist nur ein wiederholendes Gameplay, haben wir noch gerade schon gesehen. Irgendwie wiederholen sie die Monster Hunter Rise, war jetzt auch zweimal zu sehen, oder diese ganze Monster Hunter Geschichte. Das ist außerdem kein Gameplay, Freunde. The Capcom team is thrilled to present 2 new gameplay features, Dance of Deduction and Summation. Ja, aber klar, dass sie den Fokus da drauf legen. Das ist halt das, was mich langweilt. Das ist richtig, weiß nicht, solche Charakter-Dings und dann Text, das war's. Keine 3D-Umgebung, kein Action-Adventure, also keine Third-Person oder sowas. Das ist alles irgendwie so Dia-mäßig. Ach, keine Ahnung, Adventure-mäßig. Aber ich bin halt generell nicht angetan von dem ganzen Setting. Da muss man Typ für sein, ne? Glaube ich. Herlock will proceed to present his logic and reasoning spectacular. A grandiose, yet flawed, series of conjectures. Das ist die Mordwaffe. Deduction. Sholmes heißt er. Das ist schon eine Anspielung auf Sherlock Holmes. Sholmes. Naja, Freunde, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Nicht meines, aber ich respektiere natürlich die Fangemeinde, die dahinter steckt. Oder dahinter steht auch. Ist auch eine langlebige Reihe, gibt es auch schon ewig. Ich glaube, seit dem 2 Days oder sowas gab es das. Oder schon auf dem GBA, ich weiß nicht. Game Boy Advance. Auf jeden Fall meine ich, auf dem Handheld hat es seinen Ursprung. Phoenix Wright oder Ace Attorney, keine Ahnung. At this point, players will be prompted to search for clues that help identify the errors in the detective's logic and reveal the truth. Kann man jetzt seinen Bart durchwühlen, um nach Beweisen zu suchen? Ja, kann man. Bin heute echt gut, ich habe heute echt recht. Bei Fallout schon vorhin. As players present new evidence and observations, Herlock will amend his deductions based on the new information. Upon uncovering the truth, Ryunosuke and Herlock enter into a semi-metaphorical, semi-literal dance that brings them to the conclusion of the dance of deduction.
Ist leider sehr wenig kommentiert, auch von den Capcom-Leuten. Es ist hier wirklich Gameplay, aber es ist halt für mich leider nicht mehr erreichbar. Also man erreicht mich nicht dadurch. Leider. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen da, falls ihr auf YouTube seid. Nicht vergessen, immer schön ein Däumchen hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Represented by two scales of justice, one black, representing a guilty verdict, and one white, representing a not guilty verdict. Objection! In summation, He's objection, ne? take the stand to face off against the jurors, all of whom provide explanations as to why they've reached their guilty verdict. You'll have to identify conflicting statements and sway the jury in your favor. Examine each statement carefully and select two contradicting jurors to call out the flaws in their logic. Tja, das ist leider langweilig. Ich meine, das hätte man auch in einer externen, wie gesagt, auch wieder in einer externen E3 oder irgendwo anders mal zeigen können. Ich finde generell bei solchen Showcases oder irgendwas, dann sollte das Trailer-basiert, aber natürlich auch Gameplay-basiert sein, aber nicht so intensiv detailreich, wie sie es oft machen. Dafür haben sie so viel andere Zeit, die könnten 24 Stunden irgendwelche Programm entwickeln für die E3-Show, auch auf dem E3-Kanal, wenn sie keinen eigenen Kanal haben, und dann Starland zeigen oder irgendwelche anderen. Xbox hat am Donnerstag, machen die auch so ein riesen Event nochmal oder riesen Show, wo sie nur das Gameplay zeigen zu den gezeigten Spielen oder viel anderen Shit, mit Entwicklerinterviews und alles mögliche. Sowas. Das ist mir jetzt wieder zu intensiv hier, wie das Spiel gezeigt wird hier. Ich meine, die Fans werden es wissen, werden es eh schon kennen, die werden es eh kaufen und überzeugen tut es ein Nicht-Fan auch nicht hier, das Zeug, ne? Meiner Meinung nach. Jetzt ist es auch vorbei zum Glück. Da kommt noch was. Somit wäre das Vorwissende bisher abgeschlossen, Resident Evil 8 und Ace Attorney, das wusste ich. There are some exciting new adventures and titles to look forward to. Well, that's a look at the new premieres from Capcom, but what about esports? Let's close out today's showcase with a few words from two of the stars of Capcom fighters, Rob TV and Vicious. They'll tell us what's been going on with Capcom esports, including updates on the Capcom Pro Tour, Intel World Open, Street Fighter League, and all the other content on Capcom Fighters. Capcom esports. Ah, Street Fighter und so, natürlich. And welcome to the Capcom esports presentation for E3 2021. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour as well as Street Fighter League. Kenne ich mich halt jetzt auch nicht aus, ne? Aber ist natürlich auch ein Markt, der bedient werden will. Wenn es da was Neues gibt, klar, aber bitte nicht zu lang werden hier. Has a ring to it, and I think that's the perfect word to describe what we have for everyone today. Street Fighter 5, Capcom E3, it just feels right and you feel the electricity in the air. Nice! Nice! What? That was nasty! And there might be some people at home, Vicious, who don't fully know what competitive Street Fighter 5 is. The long and the short of it is this. We travel all around the world, state to state, country to country, and we try to bring our opponent's life bar from 100 all the way down to 0 and feel pretty goddamn good doing it. That's right, Rob. If you think you're the best in your region, sign up for Capcom Pro Tour to prove it and become possibly a world champion at Street Fighter 5. The double perfect, the way he looked at the camera. Yikes! Don't ever expect another Was ist da los? This year's CPT overall is a series of tournaments that have $5,000 on the line for each tournament, but that money alone, that's not what's really at stake here. It's about making it to the granddaddy of them all, Capcom Cup. Item just resetting. Oh je. So behind me, you can see in all of its glory, the Capcom Pro Tour 2021 official stage and set, and that's a place that you are very, very familiar with.
That's right, we take all of our events and broadcast it live from this stage, and we check out all of the top competitors from each and every one of these regions. And speaking of, the Capcom Pro Tour has shaped up a lot. 2021, we have 32 events going on in the Capcom Pro Tour, spanning across 19 different territories. So there's so many opportunities for players from around the world to get that ticket into Capcom Cup this season. I'm absolutely excited because, again, that is a big change from what 2020 was into what we could expect for 2021. And Mago is your first qualifier for Japan. Das ist so gut wie nackt, ey. Not only can you catch the Capcom Pro Tour live on the Capcom Fighters channel, you can do so on a plethora of platforms. We have it on Twitch, YouTube, Twitter, and Facebook. Of course, if you don't catch it live, you can also check out the VODs for all the competitive... Okay, und jetzt reicht's dann auch wieder. Jetzt kann man wieder ein bisschen runterfahren. Ich will auf jeden Fall noch was Dickes am Ende haben. Come on, Capcom. Nicht enttäuschen, bitte. Gestern die PC Gaming Show war auch so, wow, und dann das Future Gaming Show war auch, wow, ist alles nicht so. Irgendwie ist jetzt wirklich die Luft raus. Ich meine, Xbox und Bethesda war halt einfach das Mächtigste. Bisher. Nintendo kann morgen noch krass punkten. Und ich habe noch ein bisschen Hoffnung mit Elden Ring auf Bandai Namco, aber die haben natürlich auch viel anderen Shit noch, Bandai Namco. Weiß nicht, ob die da morgen dann sich Zeit nehmen für Elden Ring. Street Fighter League is something that you don't want to miss because normally we only have 1v1 content. But now you actually have your teammates at your back and every decision that you make is not just about... Jetzt haben wir eine halbe Stunde schon fast voll. Ich weiß nicht, wie lange die PK, wie lange dieses gehen soll hier. Aber... What's happening? It's so good. Let's not forget, the Intel World Opening is happening right now. Right now. 11 regions around the world are competing for their place in the World Finals happening next month. Be sure to check out the official website for more information, including... Wie dumm Rio aussieht, tut mir wieder leid, aber ich mag in den Street Fighters mag ich den Rio nicht. Will receive an exclusive competitor title and dojo object. You do not want to miss this. I highly recommend everyone to stay tuned for future Capcom Pro Tour updates. Alles klar, wir haben es verstanden. Turniere sind geil. Lass weitermachen jetzt. Street Fighter Boys. Afterwards, but the action does not stop. In fact, we're going to be continuing off with the mid region for the Capcom Pro Tour. I know you're definitely excited about that. The Pro Tour. Your boy is from Ohio. Make sure you guys tune in to see the tournament. You do not want to miss some of the best Street Fighter V players in the world compete head to head. Okay. I dare you to find better Street Fighter. I dare you. This is a game about being a world warrior. Was ist mit Classic Street Fighter? Gibt es da keine Turniere für? Ich höre für ein Classic Street Fighter Turnier. Wie sieht denn das aus? Mit einer dieser vielen, vielen Uralt-Versionen. Super Nintendo, wie sieht's aus? Das wäre doch mal wieder was. Street Fighter World Championship Classic. Street Fighter Classic World Championship. Thanks, guys. It's been a really exciting season so far, and I can't wait to see how this plays out on the road to Capcom Cup. Hier kaufe ich auch nichts ab. Begeisterung kaufe ich hier nicht ab. And to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 this year. Oh. Let's recap what we all saw. Oh no, das war's. Evil Village is back with the latest installment of the survival horror experience and RE-Verse as part of the franchise's 25th anniversary. We have new... Oh Gott, das war's leider schon. Ach, ich hab's mir aber schon fast gedacht. Schade, schade. Jetzt macht sie schon den Abgesang hier. Die meiste Zeit wäre Ace Attorney draufgegangen. Ja, ja. Finally, don't miss out on the esports fun. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. Nee. But don't go anywhere yet. Join the conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual booth on the E3 portal to watch all these videos again and more. Again. I'm Rachel Querico, aka Seltzer. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Oh Gott, Freunde. Das war's schon wieder. Es tut mir so weh im Herzen. Diese E3 ist leider auch nicht so das Wahre. Da vermisst man noch die alten Zeiten, als es noch reell war, die E3. Da war irgendwie spektakulärer, meiner Meinung nach. Das ist halt hier, weiß ich nicht, Sparflamme. Ja.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein zu sagen. Das ist halt das, irgendwie gibt es da auf der E3 hier dieses Jahr nichts wirklich viel, was gedroppt wird. E3 Expo Portal. Es ist natürlich, der E3-Kanal läuft jetzt weiter, läuft jetzt noch anderer Shit mit diesen ganzen Moderatoren da, die wir vorher gesehen haben, vor der Präsentation. Die behandeln jetzt noch vielleicht noch und haben irgendwie so andere Videos, es wird halt so Stück für Stück irgendwie ein bisschen verteilt. Da sind sie wieder. Ja, es war so eine kurze Zusammenfassung. I love seeing the wheel. I saw the You gears. saw the turn, wheels like, turning! No, that's not. I was like, that doesn't rhyme at all. It's just day 3 and I'm. Naja, schade. Dann mache ich jetzt auch wieder dicht. Morgen 18 Uhr, wie gesagt, Nintendo. Und dann um 23 Uhr noch was kommt dann bei Namco nochmal. Das werden morgen die Highlights. Und dann ist, glaube ich, Schluss. Am Donnerstag gibt es, glaube ich, nochmal so ein Ding. Aber dann werden wir wieder ein bisschen mehr spielen mit der Michaela. Oder generell werden wir ein bisschen mehr spielen auf dem Kanal. Nicht mehr E3 streamen. Weil dann ist, glaube ich, das Wichtigste durch. Genau, die besprechen jetzt selbst nochmal die Konferenz. Von daher sage ich gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr da seid. Und gehabt euch wohl. Bis dann.